Der Nahe Osten brennt. طلع ترباعي هون طلع ترباعي. Und mittendrin agieren die Vereinigten Staaten nicht als neutraler Beobachter, sondern als aktive Kriegspartei, die diese Konflikte mit voller Härte befeuert. Egal wer im Weißen Haus sitzt, die amerikanische Regierung beugt sich einem massiven Druck, der direkt aus Israel gesteuert wird. Dieser Druck entstand nicht über Nacht. Er ist das Ergebnis von jahrzehntelangem Lobbyismus und der gezielten Unterwanderung durch eine Agenda, die sich wie ein Netz über das gesamte politische Amerika gelegt hat. Wie Abermilliarden an dunklen Wahlkampfspenden amerikanische Politiker praktisch einkaufen und jeden Kritiker mundtot machen. Wie eine radikal-religiöse Schattenarmee aus Millionen fanatischen Amerikanern diese Agenda bedingungslos vorantreibt. Und wie all das mit den Vorstandsetagen der Rüstungs- und Tech-Giganten verflochten ist. Ein System, in dem das Personal nahtlos zwischen Lobby, Großkonzernen und Regierung hin und her wechselt. In diesem Video zeigen wir euch das perfekte System der Unterwanderung und warum selbst ein Präsident Donald Trump am Ende keine andere Wahl hat, als mitzuspielen. Lobbyarbeit in Amerika. Für andere ist es die reinste Form der Macht. Aber es gibt ein Land, dessen Name in den Fluren des Kapitols fast schon als Synonym für perfekten Lobbyismus steht. Israel. Im Jahr 2026 hat dieser Einfluss unter Donald Trump seinen absoluten Peak erreicht. Aber wie konnte ein Land, das so klein ist, zur unantastbaren Priorität der einzigen Weltmacht werden? Ist es Zufall? Oder das Ergebnis eines jahrzehntelangen präzisen Plans? Eigentlich fing alles ganz harmlos an. Mit einer simplen Suche bei Google: israelischer Einfluss auf Trump. Ich dachte, ich finde die üblichen Schlagzeilen über Diplomatie oder Staatsbesuche. Aber je mehr ich klickte, desto öfter tauchten Namen auf, die ich vorher noch nie gehört hatte. Trump setzte in seiner Amtszeit alles auf eine Karte. Eine radikale Pro-Israel-Politik, finanziert von den Adelsons, wobei Miriam für ihre Millionenspenden sogar die Freiheitsmedaille erhielt, während Pastor John Hagee ihm gleichzeitig die Stimmen der Millionen Evangelikalen sicherte. Ein perfekt geschmiertes System aus Geld, Glauben und eiskaltem Lobbyismus. Noch vor der Politik bewegte das Kapital die Welt. Dynastien wie die Rothschilds zeigten schon im 19. Jahrhundert: Finanzkraft schafft Fakten. Alles beginnt Ende des 19. Jahrhunderts mit Theodor Herzl. Er war der Visionär, der wusste, ohne den Segen einer Weltmacht bleibt der jüdische Staat nur ein Traum. Er legte den Grundstein für die diplomatische Lobby. In den 50ern macht Isaiah Kenen daraus ein Handwerk. Er gründet die Organisation, die wir heute als IPAC kennen. Er war der erste Profi-Lobbyist, der Israel-Hilfe im US-Kongress zur Bedingung für politische Karrieren machte. Ab den 2000ern ändert Sheldon Adelson die Spielregeln. Er bringt das gigantische Geld der Casino-Milliardäre ins Spiel. Er machte die Unterstützung Israels nicht mehr nur zu einer politischen, sondern zu einer finanziellen Überlebensfrage für US-Präsidenten. Und heute? Mit Benjamin Netanyahu erreicht dieses System seinen Höhepunkt. Er hat das Geflecht aus Geld, Religion und Politik so perfektioniert, dass Israel 2026 in Washington unantastbar ist. Nach Wochen der Recherche habe ich das Chaos sortiert. Es sind 4 Hauptfaktoren. 4 Säulen, auf denen die unantastbare Macht Israels in Amerika ruht. Die erste tragende Säule dieser Allianz findet sich dort, wo Gesetze und Bestätigungen besiegelt werden. Im Senat. Ein neuer Arbeitstag im US-Senat beginnt. Hier im Machtzentrum der Gesetzgebung treffen sich die Abgeordneten. Doch für einen Partner gelten in diesen Hallen völlig eigene Regeln. Es beginnt mit einem Ritual. Wer neu im Senat ist, reist nach Israel. Wer fehlt, gilt sofort als verdächtig. Dieser jahrelange Einfluss goss die Bevorzugung schließlich in ein festes Gesetz. Die militärische Überlegenheit. Die USA sind nun rechtlich verpflichtet, Israels Vorsprung stets zu garantieren. Jeder Waffenverkauf an Nachbarn wird durch Upgrades für Israel oder die technische Drosselung der Konkurrenz ausgeglichen. Während andere Staaten im bürokratischen Marathon der Ausschüsse hängen, nutzt man für Israel den Notfall-Shortcut. Dieser Kniff schleust Milliarden am normalen Haushalt vorbei. Ohne Debatten, direkt und bedingungslos.
Israels Sicherheit wird durch ein 10-jähriges Abkommen über 38 Milliarden Dollar garantiert. Dieser historische Sicherheitspakt von 2016 sichert die militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel langfristig ab. Doch die Treue wird nicht nur durch Verträge gesichert, sondern durch den unsichtbaren Druck in den Schatten der Korridore. Wer im Senat dennoch Nein sagt, riskiert seine Karriere. Ein kritischer Votum bedeutet oft den sofortigen Entzug von Spendengeldern und einen massiv finanzierten Gegenkandidaten bei der nächsten Wahl. Widerstand ist hier schlicht zu teuer. Im Senat verschwimmen schließlich die Grenzen. Israel wird nicht wie ein fremder Staat behandelt, sondern genießt die Privilegien eines eigenen US-Bundesstaates. Das ist das Fundament, auf dem die Hilfe auch 2026 schneller und bedingungsloser fließt als zu jedem anderen Partner weltweit. Nachdem die legislative Vorfahrt gesichert ist, muss der Treibstoff fließen. Das bringt uns zur nächsten tragenden Säule in Trumps Konstrukt, der Finanzierung. Wir schreiben das Jahr 2024. Donald Trump heizt die Stimmung auf, kämpft um jede Stimme. Die Show steht, doch hinter dem Vorhang stellt sich eine entscheidende Frage. Wer finanziert diesen Wahlkampf eigentlich? Die Antwort liegt in den Zahlen. Seit 1998 explodieren die Summen. Was als politischer Wettbewerb begann, ist heute ein Wettrüsten um Milliarden, das 2024 seinen bisherigen, schwindelerregenden Höhepunkt erreichte. An der Spitze dieses Berges steht ein Rekord. Fast 16 Milliarden Dollar. Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten. US-Wahlen sind keine bloßen Abstimmungen mehr, sondern Milliardenprojekte. Auf der republikanischen Seite Miriam Adelson, Witwe des Casino-Moguls Sheldon Adelson. Ihre Spenden sind kein Geschenk, sondern eine Investition mit klaren Bedingungen. Für den Wahlkampf 2024 hat sie sage und schreibe 100 Millionen US-Dollar zugesagt. Eine Summe, die sie zur einflussreichsten Einzelspenderin der Republikaner macht. Aktuell fordert Adelson von Trump eine historische Gegenleistung, die offizielle Unterstützung für die Annexion des Westjordanlands. Sie will, dass dieses Gebiet völkerrechtlich und endgültig zu Israel gehört. Zusammen mit Adelson bildet er eine überparteiliche Brandmauer, die sicherstellt, dass die US-Unterstützung für Israel niemals zur Debatte steht, egal wer im Weißen Haus sitzt. Doch dieses System stützt beide Seiten. Das demokratische Gegenstück ist Medienmogul Haim Saban. Er mobilisierte regelmäßig Millionen für demokratische Kandidaten von Clinton bis Biden. Ihr Lobbyismus endet aber nicht in der Außenpolitik. Sobald es um die Interessen Israels geht, machen Adelson und Saban konsequent gemeinsame Sache. Bei einem Gipfeltreffen in Las Vegas riefen sie die Initiative Campus Maccabees ins Leben. Ein Projekt, das mit einem Startbudget von 50 Millionen Dollar ausgestattet wurde, um pro-palästinensische Proteste an US-Universitäten massiv zu bekämpfen. Sie sorgen dafür, dass Kritik an der israelischen Regierung an Hochschulen immer öfter als Antisemitismus eingestuft und rechtlich unterbunden wird. Doch Geld allein reicht nicht aus, um die Köpfe dauerhaft zu kontrollieren. Das führt uns zur dritten Säule: der Glaube und die Macht von CUFI. Es ist Sonntagvormittag in San Antonio, Texas. Vor Gläubigen predigt ein Mann über die Endzeit und die biblische Pflicht, Israel beizustehen. Nur 24 Stunden später macht der Mann im Oval Office deutlich: Die Unterstützung Israels ist für ihn weit mehr als Politik. Sie ist göttlicher Auftrag. Darf ich vorstellen, das ist John Hagee. Hagee ist der Kopf hinter Christians United for Israel, kurz CUFI. Um zu verstehen, was CUFI ist, checken wir mal kurz ihre Website. Wow, okay. Ein riesiges Trump-Pop-up. Man könnte fast meinen, das hier sei sein privater Fanclub mit Gottesdienst. Aber gut, Spaß beiseite. Tatsächlich hat Hagee mit dieser Organisation und ihren über 10 Millionen Mitgliedern eine politische Schlagkraft geschaffen, die auf gewaltige Massenmobilisierung setzt. Das Fundament dieser Macht ist ein theologisches Dogma nach Genesis 12, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen. Für Millionen Amerikaner sichert die bedingungslose Unterstützung Israels somit den göttlichen Segen für die gesamte US-Nation. Wer sich gegen Hagees Vision stellt, verliert nicht nur potenzielle Spender, er verliert Millionen von Wählern, die felsenfest davon überzeugt sind, dass ihre Stimme über das Schicksal Amerikas entscheidet. Donald Trump hat diese Dynamik instinktiv verstanden. Er wusste, er kann es sich leisten, die liberale jüdische Elite in New York zu verärgern,
Aber er kann es sich niemals leisten, die loyale evangelikale Basis zu verlieren. Dahinter steckt eine tiefere Agenda. Für diese Bewegung ist die Rückkehr aller Juden nach Israel und die totale Kontrolle über Jerusalem kein rein politisches Ziel. Es ist die zwingend notwendige Startsequenz für die biblisch prophezeite Wiederkunft Christi. Hier ein Ausschnitt aus Haggis Prophezeiung bezüglich der Rückkehr Christi. Now here's the future. In the future, after the tribulation, when Christ comes back to earth, he's going to put his foot on the Mount of Olives with all of the body of Christ following him. This is Revelation talking. Dieses Narrativ prägte die US-Außenpolitik unter Trump massiv. Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem war aus dieser Sicht kein diplomatischer Schachzug, sondern die Erfüllung eines biblischen Auftrags. Heute, im Jahr 2026, erreicht dieser Einfluss eine neue Stufe. Angesichts der massiven Spannungen im Nahen Osten fungiert Hagee als entscheidender Motor für eine unnachgiebige Haltung gegenüber dem Iran. Die Organisation übt massiven Druck auf Washington aus, um eine noch härtere militärische und wirtschaftliche Linie durchzusetzen. Für Hagee und seine Anhänger ist dies keine einfache Geopolitik. Es ist die Verteidigung moralischer Prinzipien gegen eine existenzielle Bedrohung. 10 Millionen Wähler sind eine gewaltige Kulisse. Aber das Kapital bestimmt die Außenpolitik. Folgen wir dem Geld zu denen, die alles finanzieren, den Investoren. In diesem Raum trifft politische Macht auf das Silicon Valley. Donald Trump berät sich mit Bill Gates, Sam Altman, Elon Musk sowie den CEOs von Google, Meta und Apple. Das Ziel? Amerika soll wirtschaftlich die Nummer 1 bleiben. Ein zentraler Pfeiler dieser Strategie ist die Partnerschaft mit Israel. Die Firmen an diesem Tisch investieren dort über 50 Milliarden $. Wichtigstes Beispiel ist das Project Nimbus, mit dem Google die Cloud-Infrastruktur für die israelische Regierung stellt. Während Microsoft und Apple dort ihre Chips entwickeln, nutzt Sam Altman den Standort für die KI-Forschung. So entsteht ein Kreislauf. US-Kapital fördert israelische Hightech, was am Ende die weltweite Macht dieser Giganten zementiert. Nehmen wir die Milliarden an Militärhilfen, die Washington jedes Jahr nach Israel schickt. Die Wahrheit ist, ein Großteil dieses Geldes verlässt die USA gar nicht. Es wandert von den Taschen der US-Steuerzahler direkt auf die Konten von Rüstungsgiganten wie Lockheed Martin oder Boeing. Es ist ein gigantisches staatliches Subventionsprogramm, das von der Lobby geschützt wird. Im Hintergrund rüsten Big-Tech-Konzerne wie Google und Amazon das israelische Militär über Milliardenverträge wie das umstrittene Project Nimbus mit modernster Cloud-Infrastruktur und KI aus. Im Gegenzug ist Washington extrem abhängig von Israels Cybersecurity und Überwachungsindustrie. Dieser lukrative Tech-Transfer ist ein Milliardenmarkt, den Konzernlobbyisten und politische Hardliner gemeinsam mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das Personal in Washington wechselt täglich durch die Drehtür der Macht. Ein Paradebeispiel für diesen Kreisverkehr ist Elliot Abrams. Er startete in Denkfabriken, die massiv von der AIPAC-Lobby finanziert werden, um pro-israelische Hardliner-Strategien zu entwerfen, wechselte dann direkt in den Nationalen Sicherheitsrat, um genau diese Pläne zur offiziellen US-Politik zu machen, und ist heute als hochbezahlter Lobbyberater tätig. Oder Verteidigungsminister Lloyd Austin. Erst saß er im Aufsichtsrat von Raytheon, dem Konzern, der die Raketen für Israel baut. Heute sitzt er im Pentagon und segnet die Milliardenlieferungen für genau diese Waffen ab. Der Kontrolleur kommt direkt von der Gehaltsliste des Herstellers. Wenn die Vordenker der Lobby zu den Entscheidern im Pentagon werden, ist die Politik nur noch der verlängerte Arm der Industrie. Am Ende wird klar, das amerikanische System ist nicht kaputt. Es funktioniert exakt so, wie es über Jahrzehnte entworfen wurde. Die Gesichter im Weißen Haus wechseln, doch die Agenda bleibt eisern. Ob Demokraten oder Republikaner, die pro-israelische Lobby hat das politische Überleben in Washington so perfekt an sich gebunden, dass Wahlen fast schon zur reinen Formsache werden. Es ist ein System der perfekten Abhängigkeit, bei dem am Ende immer nur einer gewinnt. Der geopolitische Einfluss von Israel. Ist dieser israelische Lobbyismus einfach nur brutale politische Realität oder das schleichende Ende der US-Demokratie? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video die Augen geöffnet hat, abonniert den Kanal und lasst ein Like da.
Die nächste Recherche läuft bereits im Hintergrund. Das war Silent Atlas und wir sehen uns im nächsten Video.